geht, Leute? Yannick, mein Name. Es ist wieder soweit. Acronym bringt die neue Winterkollektion raus. Und ich sage euch eins, da sind ein paar richtig wilde Items dabei diesmal, die wir uns heute genau anschauen. Wir sind hier in der Wilchowstraße 2 bei dem guten A+. Bevor wir uns aber die Acronym-Sache angucken, klären wir erstmal, wer oder was ist A+ überhaupt und was gibt es hier noch so außer Acronym. Ja, moin, ich bin Jonas vom Like und A+ Store in Hamburg. Der Like Store, den gibt es seit 2009. Wir wachsen stetig. Wir haben im Moment Brands wie Adidas, Asics, Carhartt, Gramici und so ein paar andere Brands. Auf jeden Fall eine gute Mischung an Streetwear. Dann haben wir noch den A+ Store seit 2022. Dort findet ihr Brands wie Acronym, FXworks, Comme des Garçons Play. Halt so ein bisschen hochpreisiger, hochwertiger und seltener oder in der Innenstadt, in den großen Bereichen. Da haben wir seit 2022 auch noch einen Store, der so eine Zusammenführung aus beiden Stores ist, wo man auch mal ein Schnäppchen abgreifen kann. Nun sind wir aber endlich beim Acronym Drop mit insgesamt 6 Pieces und anfangen tun wir mit der guten P30AL, die auch etwas umstritten ist, wollen wir sagen lassen. Jonas, du kannst uns da ein bisschen mehr erzählen wahrscheinlich. Ja, generell ist, glaube ich, der P30-Schritt nicht für jeden etwas, weil es halt eine wirklich sehr weite Hose ist. Auf jeden Fall. Genau, der cropped Look der P30A mit den Detachable Cuffs ist auch nicht für jeden was. Bei der P30AL ist es halt nochmal ungewöhnlicher, weil es jetzt einen langen, geraden Schnitt gibt, der komplett ungetapert ist und extrem weit wirklich. Genau, extrem also weit. es ist wirklich eine ultra weite Hose. Ich persönlich mag sie, ich habe sie mir auch direkt geholt. Jo. Ich habe lange drauf gewartet, finde es cool. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wie man sie sized, je nachdem, wie man die Größe wählt. Natürlich auch da immer nur nach der Länge sizen, würde ich sagen. Jo. Aber Du hast jetzt welche Größe? ich habe die Größe L, bin 1,85 Ja. und bei mir fällt sie nicht so, wie sie in manchen Produktshots aussieht, also mit diesem Reiterhosenschnitt, dass die Beine so auspuffen. Ja, genau. Aber ich glaube, hätte ich sie in XL genommen, was meine eigentliche Acronym-Größe ist, hätte ich auch diesen Schnitt gehabt und das muss man dann einfach wissen, ob man das möchte oder nicht. Ja, ich ja, finde es klar. so perfekt, weil sie nicht auf dem Boden schleift. Nee, sieht auch super gut aus bei dir. Also auf Genau. den Produktbildern, wie gesagt, fand ich den mal so ein bisschen weird, weil es halt diese ovale Form hatte. Ja. Aber bei dir ist sozusagen ein bisschen straight einfach runter. Genau. Sieht in meinen Augen wirklich deutlich besser aus. Aber es gibt dann halt auch ein paar Shops, wo dann wieder die Größe zu klein gewählt wurde an den Models. Und dann sieht auch wieder weird aus. Ja, Also- da gibt es ein paar Retailer, die da ein bisschen komisch sind, was deren Styling angeht. Ja, sie lernen auch nicht draus, aber Nee. vielleicht wird es irgendwie in der Zukunft was. Irgendwann, ja. Aber wir probieren das Ding jetzt erstmal an. Junge, die ist insane weit. Ja, Mama, das Ding Das ist schon cool auch. hat schon irgendwas, ne? Auch mit den Essex? Ich finde die schon wirklich sehr nice. Und das Coole ist, du hast ja auch die Bänder unten noch drin und kannst die auch noch mal einstellen. Ja, true. Wo haben wir die denn? Ah, hier. Genau. Das ist, finde ich, auch noch mal cool. Da kannst du dann auch noch mal einen ganz anderen Look wieder rausholen. Verstehe. Okay, die habe ich gar nicht gesehen in den Produktbildern. Yes. Genau, die sind auch irgendwie ein bisschen untergegangen tatsächlich. Ja. Aber ja, ich finde es so im Ganzen. Oh, checken wir noch mal kurz. Ganz coole Hose. Oh, Junge. Die hat echt was. Sieht viel besser aus, als ich gedacht habe. Ja. Sieht viel besser aus, als ich gedacht habe. Auch ich dachte, die Beine sehen. Also es ist zwar übertrieben irgendwo, aber es ist trotzdem. Aber es ist nicht so krass, wie es. Weiß Nee, nicht, also es ist ja nicht. ich finde es stimmig so. Ja. Ist halt Vielleicht muss ich mir doch noch ultra überlegen. Nee, sehr, sehr coole. Als nächstes haben wir dann die J110 TSGT, wenn ich richtig bin. richtig. TS steht hier für Tech Sys, für Leute, die es noch nicht ganz so drauf haben mit dem Akronym Name-System. Das ist das Molle-System bzw. das Molle-Webbing hier an den Seiten. Heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da Patches, kleine Pouches und Co. dran machen. Kugelschreiber geht auch zum Beispiel. Was macht diese Jacke noch so besonders oder anders von anderen Akronymjacken? Ja, also ich glaube tatsächlich bei der Jacke haben wir, wie er sich so ein bisschen durch die Season durchzieht mit den Jacken, einmal das 3M-Material am Rücken, die Flap mit den, mit dem Designelement, was sich auch durchzieht mit diesen Vent-Holes oder diesen Löchern. Finde ich auch sehr cool, sehr gelungen. Ja, reflektiert auch richtig stark. Das sieht man hier Reflektiert schon. mega heftig. Genau, Ja. dann haben wir das Branding, was auch relativ neu ist bei diesem Acronym Drop, dass mit großen Brandings und Aufdrucken wirklich gearbeitet wird. Also nicht
undercover zum Abnehmen nur mit dem Logo-Patch, Ja. sondern Hat das genau dem. Xanax irgendeinen Hintergrund? Ich glaube, es lesen sich einfach Leute da rein. Acronym arbeitet ja gerne mit krassen Grafikdesignern zusammen für die Logos, die auch so einen Graffiti-Background haben. Verstehe. Und das ist einfach typografisch irgendwie cool gelöst. Es sieht nach Xanax aus. Ich glaube, Ericsson hat mal irgendwo kommentiert, dass Big Pharma uns da Ja, genau. uns was in den Kopf gesetzt genau. hat, dass sich das rauslesen lässt. Also hat nicht den Hintergrund. Ah, Es ist okay. einfach, genau, hat eine Ähnlichkeit dazu. Ja. Aber genau. Und ja, der Schnitt ist halt ein bisschen angelehnt an so, ich würde fast sagen, an so eine Bomberjacke vom Ding, auch mit den Cuffs und hinten dem Einsatz von diesem Stretchy Gore-Tex-Material. Ja, auf jeden Fall. Was so ein bisschen besonders ist, finde ich, an der Jacke ist der Kragen auch, dass die Patches wieder hochkant angeordnet sind, finde ich cool. Oh Die ja, einrollbare Kapuze, also die 3D-Kapuze, finde ich auch persönlich sehr cool. Das gibt nochmal einen anderen Look, wenn man sie einrollt und dem Kragen einfach ein bisschen Struktur. Ja. Dann, was wir hier haben, sind diese Druckknöpfe, die sich einmal innen befestigen lassen und dann aber auch nochmal hier mit diesem relativ neuen Patch-System außen, Ja, ja. was dann auch wieder die ganze Silhouette ein bisschen verändert von der Jacke, Ja, verstehe. da sie ein bisschen enger sitzt dann. Und genau, das ist so im Großen und Ganzen die Zauberei hinter dieser Jacke. Also irgendwie so ein Casual-Piece, was aber auf so ein paar Klassikern basiert. Muss sagen, in M sieht die Nummer doch besser aus. Also Ich hast du find recht. Tatsächlich auch, dass es cooler ist. Es gibt halt so Schnitte, die muss man dann wirklich auch so tragen, wie sie gedacht sind und nicht einfach eine Nummer kleiner nehmen, Nee. weil dann funktionieren bestimmte Details nicht. Und bei der Jacke ist es sowieso so gestaltet, dass die Ärmel stacken. Du hast ja die Cuffs dann unten, da ist sie dann wieder eng. Genau. Und es macht dann auch keinen großen Unterschied mehr, ob Small oder Medium. Und dann sind die Details, glaube ich, bei der M besser, Ja. bei der Jacke. Ich finde ja auch, das Stacking ist wirklich etwas, wo ich mich selber dran gewöhnen muss. Ja, Ist halt so, ich bin halt so, also gerade das noch dieser kleine Fashion-Pet-Peeve, den ich habe. So am liebsten so wenig Stack wie möglich. ja. Was halt, aber bei den Sachen, es ist gewollt. Es ist so. dieser M1-Vibe, weißt du, von Ja, dieser genau. klassischen Bomberjacke, wo du dann irgendwie so Kiezkalle-mäßig Ja, halt echt. die Ärmel hast so und Ja. das ist halt echt so Ja, gedacht. sieht sehr cool aus. Passt auch super irgendwie zur P30 Total. mit diesem. Und auch Ja. nicht mehr irgendwie das Problem, dass die Alpha-Töne so off sind. Man Ja. hatte das irgendwie ja auch schon mal, dass die dann nicht ganz matchen und das finde ich Ja, ich sehr finde gut es super gelöst. cool. Ja. Abendmode ist etwas, was man bei Acronym nicht wirklich vermutet, aber mit der P47 haben sie doch etwas in die Richtung kreiert sozusagen. Vielen wird wahrscheinlich sofort der Reißverschluss hier direkt im Schritt auffallen. Ist definitiv ein polarisierendes Feature, könnte man sagen. Aber umso mehr man es sieht, umso mehr man es trägt, finde ich, umso weniger stört es dann doch auch irgendwann. Gibt es sonst noch irgendwas, was irgendwie besonders an der Hose ist? Ich würde sagen, das ist eine sehr schlicht gehaltene, geradbeinige Hose. Wie du schon gesagt hast, Abendmode vermutet man nicht bei Acronym, kann man hiermit auf jeden Fall auch gut kombinieren mit einem schlichten Jackett. Auch außerhalb des Acronym-Universums. Die shiny, wasserfesten Zipper fallen halt auf, aber das ist halt auch gerade der Reißverschluss in der Mitte so ein Acronym-Feature. Es ist was Einfaches Fall. irgendwie besonders gemacht und tagged out. Ich Ja. finde es praktisch, diese Reißverschlüsse zu haben. Tatsächlich würde ich mir wünschen, das Modell noch weiterhin zu sehen. Vielleicht auch in anderen Stoffen, Ja. da der Schnitt so geplant ist, dass das Dryskin-Material nicht unbedingt notwendig ist, also die Stretch-Eigenschaften. Also sagst du in Stotz oder sowas? Würde ich cool finden. vielleicht auch gehen, ja. Vielleicht wäre das was. Wäre mal eine Vielleicht Möglichkeit, sieht man es. Ich kann es nicht sagen. Aber ja, wir sind gespannt, was da kommt. Ich muss sagen, Größe M Siehst du? sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nicht immer kleiner nehmen die Größen. Nee. Das machen viele, glaube Ja, ich. Ne? machen echt viele. Nee, ich Ja, hätte auch man- gedacht. Normalerweise in allen Akronymhosen immer S und so. Ja. Aber nee, es Also ist, die lebt natürlich auch ein bisschen von dem Stacken, was jetzt hier nice ist. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man hier nochmal die Lasche einpackt, aber finde ich auch cool, weil es dann nicht so poppt mit Ja. der Lasche. Aber stimmt, ist ein bisschen. genau, ich finde Bisschen die ist subtiler, einfach, ne? Genau, sehr schlicht und sehr. Ja, dreh mich auch mal für die Jungs Ja. und für die Zuschauer. Der Zipper ist natürlich wild, ne? Ja. Das ist natürlich schon. Ja. Das ist schon Das hart. Ding ist schon wild. In meinen Augen mit das beste Feature an jeder Hose. Einfach das Ding hier. Na, bumm. Ist schon praktisch. Ich benutze die so häufig. Ja. Also an jeder Hose benutze ich das Ding. Ich vermute, dann Schon ist auf okay. der linken Tasche, in der Innentasche nochmal eine. Das ist nämlich dann meistens so.
Filmen wir mal. Ist da eine? Ja? Ja. Ja. Da ist eine Phone Pocket. Da kriegen wir das Ding da rein. Ja. Das Bis sind, hier unten geht das Ding, ey. sind dann halt diese Kleinigkeiten, was das dann irgendwie auch wieder zu einer halben Cargohose macht, dass du dann in den Taschen nochmal organisieren kannst, so, Ja. was packe ich wohin, wo zerkratzt mir nichts. Nun kommen wir zum einen der zwei Kernpieces des ganzen Drops, und zwar die J115 GT. Ihr seht schon, Reißverschluss, 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 Reißverschluss und eine krasse Sleeve. Jonas, was hat es hier mit diesen ganzen Reißverschlüssen auf sich? Ja, also die J115 ist irgendwie so ein Parker-Schnitt, der halt sehr boxy und groß geschnitten ist. Extrem boxy. Super boxy. Ja. Und genau, wir haben, finde ich, ganz interessantes Taschenlayout. Wir haben hier 2 Taschen. Dann haben wir diese beiden Tension-Zip-Pockets mit 2 Wegesipper. Da drin sind nochmal Taschen, um sich ein bisschen zu organisieren. Dann haben wir den Hauptzipper mit dem Escape-Zip, also dem Quick-Release-Zip. Oben einmal raufziehen, genau, wer ihn nicht kennt, und dann Jacke aufreißen. Sieht immer ganz cool aus so und ist tatsächlich manchmal auch praktisch, finde ich, das Feature. Dann haben wir noch den zweiten Zipper als Windschutz am Kragen. Auch cool, finde ich, um nochmal den Kragen dicht zu machen und die Silhouette zu ändern. Was ist denn deine Meinung generell zu dem Reflective-Material? Weil viele sind ja so diese Meinung, okay, es sieht zu Hashtag-Techwear aus, so, weißt du, zu Instagram-mäßig, zu, ja, wie so Cyberpunk-mäßig oder so. Aber ich finde es einfach... Ich fand Reflective schon immer cool, so Stone Island Jacken oder so, fand ich Reflective schon immer irgendwie super cool. Es gab schon mal diese Phase, ich habe so ein bisschen angefangen mit Sneakern, keine Ahnung wann das war, so 2014. Und da gab es irgendwie 2014, 2015 schon mal eine Phase, wo 3M super in war, und ich hatte da auch schon 3M Jacken. Fand es immer richtig nice, fand es irgendwie cool, auch an Sneakern zu tragen, und finde es hier auch cool, wieder die Option zu haben, es zu tragen. Ja, genau. Kannst du abnehmen, wenn man möchte. Genau. Oder man kann es dann lassen. Und es ist wieder so ein Add-on, du kannst den Look nochmal verändern. Ich finde es cool, dass es so grau ist. Die gibt es ja auch noch in schwarz, die Jacke, finde ich auch cool. Schwarz reflektierendes Material, sieht irgendwie nice aus, passt dann wieder auch geil mit den Zippern. Dass du dann untereinander, wenn du die Jacke jetzt in Alpha hast und in schwarz auch nochmal tauschen kannst, finde ich auch eine coole Sache. Das finde ich halt auch immer cool, und das macht irgendwie Acronym auch immer ein bisschen für mich aus, dass du durch solche Zips, wie zum Beispiel hier den Interop-Zip oder den Zip am Kragen, nochmal ein bisschen den Cut ändern kannst. Du kannst die Taschen aufmachen, hast wieder eine andere Silhouette. Das finde ich immer spannend so. Und dann irgendwie auch in Kombination, wie du es dann trägst, mit Innenjacken oder anderen Pieces zusammen, kannst du aus einem Piece einfach viel rausholen. So. Ja, auf jeden Fall. Und das ist mit so einem Ärmel gegeben. Ich hoffe, da kommen noch mehr Sachen, dass man irgendwie da untereinander nochmal tauschen kann und wieder so einen kleinen Sammler-Drive da lostritt mit. Das Ding ist weit. Yes. Alter Schwede. Weit und gerade. Weit und gerade. Ich bin einfach in einem Kasten. Das ist einfach ein Karton, den ich hier habe. Also jetzt gerade sieht sie auch noch sehr stiff aus, weil sie natürlich neu ist. Wenn man das vielleicht einmal gewaschen hat, fällt sie, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Aber es ist halt einfach dieser Parker-Schnitt. Es ist so ein bisschen so eine oversized M65 quasi im Prinzip. Aber auch Millionen Zipper. Genau. Also natürlich nochmal anderes Pocket-Layout als eine M65, aber so diese unteren großen Taschen haben schon was davon. Dann hast du da die Taschen dahinter ja nochmal, wo du einfach die Hände mal eben reinstecken kannst. Also Ach, sind auch ja, da. genau. Aber ich bin doppelt so breit. Aber es ist wie viel? 1, 2, 3, 4. Dann sind es 4 wahrscheinlich noch. 5, 6, 7. Hat die eine Innentasche? Wahrscheinlich nicht, ne? Tatsächlich nicht, nein. Nee, genau. 7 Pockets. Sollte ausreichen. Nichts am Arm, was relativ unüblich ist für Acronym. Beziehungsweise ich muss dich einmal fragen, wie man den Zip hier bedient. Ja, ich kann dir sonst einmal helfen. Ja, warte mal. Soll ich einmal ausziehen, das Ding, right? Ist wahrscheinlich am einfachsten, würde wahrscheinlich auch angezogen gehen, wenn man sehr cool ist und sich gut am Rücken kratzen kann alleine. Aber genau, es ist einfach, dann zippst du es bis zur Hälfte hoch. Hast hier unten dann den Interop-Zipper mit den Druckknöpfen natürlich, klassisch. Und ja, hast dann deine Jacket-Sling integriert mit dem Reißverschluss. Und fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Ich fand, also ich habe erst immer so Angst gehabt, oder als ich die Produktbilder gesehen habe, oh, dann hat man hier diesen stiff Reißverschluss sozusagen, weißt du, dass sich das dann irgendwie... Es fällt relativ organisch, ja. Ja. Also es ist nicht einfach nur draufgeklatscht, die Jungs bei Acronym und Mädels haben sich natürlich was dabei gedacht. So. Jo. Ja, ich finde, es ist ein interessantes neues Feature.
muss man dann halt wissen, ob man lieber die Option haben möchte, den abzunehmen oder nicht, weil es ist Genau. jetzt ein Stilelement natürlich Genau, mit genau. dem Reißverschluss Ja, und ein nicht gerade unauffälliges. genau, den kann jetzt einfach. Genau, dann müsstest du den aufmachen, das Den Band aufmachen? einmal rausziehen und dann hast du hier rundherum oben noch so kleinere Ja. Sitz oder du ziehst einfach Oh! Da haben wir das Ding. und da ist der Da ist der normale Reflective Sleeve. Sleeve. Ist natürlich so ein ganz anderer Look, Ja, viel cleaner, viel cleaner, ne? zurückhaltender. Vorletztes Piece des ersten Drops und zwar haben wir hier die P15 aus Dryskin in Alpha Green. Auch wieder eine Hose mit Dropcrotch. Ihr seht schon, Acronym Dropcrotch ist ein Wort, ein Name, ein Satz. Und ja, aber mit einer kleinen Änderung hier oben einmal an dem Verschlusssystem und zwar One-Pull-Tab. Heißt, man macht es wahrscheinlich zu und zieht es aber nach vorne weg. Genau, und du dann machst ist es locker. ganz regulär zu, ziehst es zusammen, kannst es dann lösen und hast halt hier die C-Loops, die kleinen Haken. Kannst es auch abmachen, wenn du es nicht tragen willst. Ja, Aber genau, es ist schon praktisch. ja. Gibt es sonst irgendwas, irgendwie Special Features bei dem Ding? Nicht so, ne? Tatsächlich gar nicht. Phone Pocket, halt die Pockets ganz normal mit der Split Pocket im Inneren, Genau. dass du dich da ein bisschen organisieren kannst. Und sonst ist es wirklich auch so ein Understatement-Piece. Durch den Schnitt hat es halt diese Acronym-DNA, die klassische. Natürlich in der Qualität keine Abstriche gemacht, das ist wirklich Nee, klar. on point. Aber ansonsten wirklich eine sehr schlichte Hose mit einem leichten Drop-Crotch. Und ja, auch ein sehr cooles, schlichtes Piece. Einfach. Ja. Einfach die Mini P30. Yes. So. Aber das, Nicht ganz so krass, nicht ganz so weit, nicht ganz so dropcrotchig. Irgendwie schlicht. ja, auf jeden aber Fall. trotzdem auffällig. Irgendwie sehr gut geeignet für Einsteiger. I mean, mal den Preis ein bisschen rausgelassen. So von, wann war das? 700? 725 ungefähr. Ja, lassen wir den mal weg. Aber ansonsten, wenn ihr mal irgendwie in Acronym einsteigen möchte und die P30 sehr cool findet, was eine sehr ikonische Hose ist, dann wäre das vielleicht ein cooler Einstieg ohne Ist halt die extreme Dropcrotch. P15 ist die Hälfte von 30. True. Also irgendwie hast kind of true. Ja, hast recht, hast recht. Kommen wir zum letzten Piece und zwar mein persönlichen Highlight. Die J117 aus Polartec High Loft. Einfach ein Hoodie in super spicy von Acronym. Halt mit einem Jacket-Sling dran, eine Tasche extra noch dran, die normalen Taschen und irgendwo ein Hidden Feature. Man kann den Zipper, glaube ich, auch bis ganz oben hochziehen. Yes. Richtig? Ja, Ist auch irgendwie super funky. ist halt cool. Ich finde es halt so ein bisschen diese Babe-Zip-Hoodies-Vibes, die die Jacke gibt. Dann dieses Teddy-Fell-Highloft-Material ist einfach super gemütlich. Dann Org-Zip, also einzusippen in die Systemjacken von Acronym, in die Shell-Jacken. Das ist auch irgendwie ein ganz cooles Feature. Ja, weil es auf jeden Fall. gerade jetzt mit den neueren Jacken, die so ultra weit geschnitten sind, auch einfach passt. Da so eine weite Jacke reinzusippen und Passt auf jeden funktioniert als Midlayer super in dem Material, würde ich sagen. Junge, Nice. es ist so unglaublich warm. Das spüre ich jetzt schon. Also ich hatte die gerade mal, Minute an. Es Und ist das spürt einfach man jetzt schon. der Cozy Insulator 3000, also Ja, Winter es ist so- ready. Ich glaube, wenn man ihn so alleine draußen trägt, ist ein bisschen winddurchlässig noch, aber wenn du ihn wirklich als Midlayer unter einer Shell trägst, die winddicht ist, dann wird es ordentlich warm. im Ist Winter. ja auch da gedacht, unter Genau. Sachen zu tragen, ne? Genau. Und nicht als alleiniges Piece. Aber funktioniert auch als Standalone-Piece, finde ich sehr gut. ja, vom Aussehen auf jeden Ja. Fall. Auch cool, die Bündchen kriegst du halt keine schwitzigen Ärmel so, Ja, weil die stimmt. auch so winddurchlässig sind. Ja, Tasche auch da wieder. Ist die wieder unterteilt? Nee, ne? Nein, das ist Nee, die ist einfach aber nur riesig. große Tasche tatsächlich. Aber eine große Tasche, ja. Erstaunlich viel Platz. Jo, alter Schwede. Ja, das ist wirklich ein Highlight. Also das ist jetzt Größe M ist das. Also ich würde wahrscheinlich Größe S für mich nehmen, 1,70. Du hast wahrscheinlich dann Größe M. Fand M bei mir auch zu groß. Ich bin 1,85 Ja, M selbst so groß. und M war mir zu groß. Es ist halt auch der Schnitt, also das Piece soll so locker sitzen wie viele Sachen im Moment von Acronym. Ich hätte sie in M tragen können, aber das ist einfach nicht mein Schnitt gewesen. Ja, nee. Für mich war es jetzt nichts, aber Ist ein bisschen was anderes. ich hätte sie in M nehmen können oder tatsächlich auch in L, wenn ich diesen Oversize-Look hätte Ja. haben wollen. Das war's mit dem Acronym Drop. Jonas, ich bedanke mich herzlich bei euch, dass ihr hier das alles filmen durfte. Hat super viel Spaß gemacht.
Und vielleicht komme ich nochmal vorbei. Da muss ich vielleicht nochmal die P30AL abholen, vielleicht auch die J117. Feel free. Mal gucken, ja, Mal gucken, wie lange wir sie noch haben werden. Ja, aber ich überlege mal. mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Immer gerne. Und wir ein bisschen abnörden konnten über die Sachen. Komm immer gerne vorbei, auch mal so. Und auch alle anderen Leute können natürlich immer gerne vorbeikommen und ein bisschen abnörden mit mir oder Auf jeden auch meinen Fall. Kollegen. Wenn ihr mehr über Akronym wissen wollt, ist Jonas wirklich euer Mann. Und ansonsten findet ihr A+ auch auf Instagram. Website habt ihr auch. Man Genau, kann ja auch richtig. Sachen online bestellen und hier abholen, right? Richtig, das geht auch. Das Sehr cool. ist immer ganz cool, weil wir online nochmal eine andere Auswahl haben als hier im Store. Der Store ist nicht so groß, aber immer gut sortiert. Aber vielleicht ist online mal was dabei oder auch im Sale, was wir jetzt nicht hier vor Ort haben. Deswegen immer erstmal online schauen und dann gerne zur Abholung bestellen. Sehr cool, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Alter. Danke dir. Alter Schwede, war das ein Tag mit richtig interessanten Pieces, muss ich aber sagen. Was war euer Favorit? Haut mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf Acronym, schaut euch gerne mein Review zur J1WTS an, als auch meiner P30ADS. Links dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ansonsten, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alright.